Hallo und herzlich willkommen zur Fortbildung Open Innovation City Managerin. In diesem Modul befassen wir uns mit dem Thema Partizipation. Der Begriff der Partizipation ist mit vielen aktuellen gesellschaftlichen Debatten verbunden. Fast alle politischen Parteien haben sich einer Stärkung von BürgerInnenbeteiligung verschrieben und reagieren damit auf Legitimationsprobleme in Bezug auf politische Vorhaben und deren Realisierung. Für viele Menschen ist die lokale politische Ebene diejenige, auf der sie sich am wirksamsten fühlen und einen direkten Bezug zu den verhandelten Fragen verspüren. Zudem ist es im lokalen Kontext leichter nachzuvollziehen, wie politische Planungen in die Tat umgesetzt werden. Dieser enge Bezug zur Politik legt eine Partizipation der Stadtbevölkerung in Planungs- und Entscheidungsverfahren nahe. Die Partizipation der Stadtgesellschaft ist eine Möglichkeit, zu neuen Lösungen für die drängenden urbanen Herausforderungen unserer Zeit zu kommen. Die Komplexität der großen Trendthemen wie Klimawandel und Digitalisierung legt nahe, ihre Bearbeitung nicht allein in die Hände einzelner Personen oder Abteilungen zu legen. Nur die Zusammenarbeit in heterogenen Gruppen mit unterschiedlichen Wissensbeständen ermöglicht Innovation. In diesem Modul beschäftigen wir uns mit der Frage, wie die Stadtgesellschaft in Innovationsprozesse eingebunden werden kann. Sie erfahren, welche Beteiligungsmöglichkeiten es gibt, wer beteiligt werden soll und welche Formate es gibt. Bevor wir auf die einzelnen Aspekte der Beteiligung zu sprechen kommen, sollten Sie vor dem Partizipationsprozess einige Fragen klären. Handelt es sich bei der Beteiligung um transparente Informationen, eine Konsultation oder sollen Entscheidungen delegiert werden? Werden BürgerInnen um Feedback zur Nutzung öffentlicher Dienstleistungen gebeten? Soll mit ihnen gemeinsam an neuen Lösungen für bestimmte Herausforderungen gearbeitet werden? Oder sollen sie bereits erfolgte Maßnahmen evaluieren? Ihre Antworten auf diese Fragen entscheiden über die weitere Planung und Ausgestaltung Ihres Vorhabens. Lassen Sie uns nun die wichtigsten Aspekte der Partizipation gemeinsam anschauen. Zunächst ist es wichtig, die Ziele zu benennen. Von den Zielen einer Partizipation hängen sämtliche Fragen der Gestaltung des Prozesses ab. Deswegen sollten Sie die Ziele Ihres Beteiligungsprozesses zu Beginn klären. Ziele einer Partizipation können sein, das Innovationsökosystem sichtbar zu machen, die Bedarfe von städtischen Akteuren zu visualisieren, gemeinschaftlich Wissen zu generieren, Feedback und Einschätzung einzuholen, Vernetzung und Austausch zu fördern oder auch Ideen zu entwickeln und konkrete Strategien oder Lösungen zu erarbeiten. Natürlich können auch mehrere Ziele in einem partizipativen Prozess verfolgt werden. Zunächst sollten Sie Folgendes bedenken. Es hängt stark von der Zielsetzung ab, wie groß der einzubindende TeilnehmerInnenkreis sein sollte. Für die konkrete Arbeit in Innovationsprojekten ist ein kleiner Kreis an TeilnehmerInnen von Vorteil. Möchten Sie die gesamte Stadtgesellschaft einbinden, sollten Sie bedenken, dass dies mit einem höheren Aufwand in den Bereichen Organisation und Kommunikation einhergeht. Bei einer heterogenen Gruppe steigt das Konfliktpotenzial und produktive Ergebnisse zu erarbeiten wird tendenziell schwerer. Wenden Sie sich hingegen an bereits bestehende Initiativen und Netzwerke oder ausschließlich an ExpertInnen zu einem bestimmten Thema, ist die Zusammenarbeit leichter zu koordinieren. Da partizipative Innovationsprozesse verschiedene Phasen durchlaufen können, ist es auch möglich, diverse TeilnehmerInnenkreise in unterschiedlichen Zeitpunkten zu involvieren. Grundsätzlich sind eine rechtzeitige Ankündigung und eine attraktive Darstellung über verschiedene Kanäle sehr wichtig. Ein Beispiel. Es könnten Vorschläge für den Umgang mit einem großen Trendthema von ExpertInnen vorgelegt werden und dann in einer für alle offenen Abstimmung darüber entschieden werden. Sobald Sie wissen, wen Sie beteiligen möchten, sollten Sie über die passenden Beteiligungsformen nachdenken. Um die richtige Form zu finden, zeigen wir Ihnen das Stufenmodell der Partizipation. Es ist von unten nach oben in der Reihenfolge von wenig bis viel Mitbestimmung sortiert. Information, Konsultation, Mitwirkung, Mitentscheidung und Entscheidung. Jede dieser Stufen
geht mit einem bestimmten Ziel der InitiatorInnen und einem bestimmten Versprechen an die Beteiligten einher. Dabei ist nicht gesetzt, dass eine höhere Partizipationsstufe auch zu einem höheren faktischen Einfluss der PartizipantInnen führt. Innerhalb eines Innovationsprozesses sind verschiedene Beteiligungsmodi sehr gut denkbar. Zum Beispiel können an erster Stelle die Offenlegung von Daten und die Aufbereitung von Informationen zum Themengebiet Klima erfolgen. In einem weiteren Schritt kann in Form einer Umfrage ein Meinungsbild zu aktuellen kommunalen Klimapolitik eingeholt werden. In einem Workshop-Format werden anschließend Schwerpunkte für die Klimastrategie erarbeitet und am Ende über die Vorschläge abgestimmt. Nun kommen wir zu der Frage, wann erfolgt überhaupt die Einbindung der Stadtgesellschaft? Also wann können wir als Stadt die Stadtgesellschaft im Umgang mit Trendthemen einbinden? Partizipation ist auf unterschiedlichste Weise in allen Phasen möglich. Sie sollte idealerweise als kontinuierlicher Prozess begriffen werden. Bei früher Einbindung der Stadtgesellschaft ist die Dynamik des Prozesses schwer zu kontrollieren und die ursprünglichen Absichten können nicht immer weiterverfolgt werden. Bei einer späten Einbindung besteht die Gefahr, dass Ideen nicht mehr umgesetzt werden können und die Mitsprache in Hinsicht auf grundlegende Fragen des Prozesses nicht mehr gewährleistet sind. Deswegen ist es wichtig, sich frühzeitig Gedanken über den richtigen Zeitpunkt der Einbindung der Stadtgesellschaft zu machen. Welche Formate eignen sich besonders gut, um sich kollektiv mit städtischer Zukunftsfähigkeit zu befassen? Auf 2 Beispiele wollen wir hier kurz eingehen: die Zukunftswerkstatt und den Hackathon. Die Zukunftswerkstatt kann für Fragen jeglicher Art genutzt werden. Das Ziel dieses Formates ist es, Visionen zu entwickeln. Theoretisch kann eine Zukunftswerkstatt in wenigen Stunden digital, vor Ort oder hybrid durchgeführt werden. Ein Hackathon kann auf verschiedene Ziele einzahlen. Dort werden zum Beispiel Bedarfe sichtbar gemacht, Ideen gesammelt und weiterentwickelt und verschiedenste TeilnehmerInnen vernetzt. Bei diesem Format können Verwaltungen eigene Herausforderungen direkt von den Teilnehmenden bearbeiten lassen. Und selbst wenn keine 100%ig passende Lösung gefunden wird, profitieren die VeranstalterInnen auf andere Weise, indem sie neue Perspektiven erlangen, neue Kontakte herstellen sowie neue Arbeitsweisen und Methoden kennenlernen. Egal für welche Art von Beteiligungsformat Sie sich entscheiden, sollten Sie einige Aspekte beachten, die für die Ausrichtung einer Bürgerbeteiligung wichtig sind. Mikropolitik, Räume, Moderation sowie Besonderheiten digitaler Formate. Unter Mikropolitik fassen wir Nebenaspekte zusammen. Die Art der Einladung, die Regulierung des Rederechts und die Sitzordnung haben zum Beispiel Auswirkungen auf die Interaktion der Teilnehmenden. Die Auswahl passender Orte ist für Partizipationsformate extrem wichtig. Durch eine offene Raumgestaltung und Umgebung, wie zum Beispiel in Coworking Spaces, können neue Impulse für Kreativität gesetzt werden. Die Moderation ist entscheidend für die Interaktion der TeilnehmerInnen, die Fokussierung auf das Thema und die Ergebnissicherung. Bei digitalen Formaten sollte beachtet werden, dass die Nutzung barrierearm und leicht zugänglich sein sollte. Ein Gamification-Ansatz erhöht die Attraktivität der digitalen Formate. Doch was macht eine erfolgreiche Partizipation aus? Hier sind nun zusammengefasst unsere Handlungsempfehlungen. Binden Sie die Stadtgesellschaft bei strategischen Fragestellungen ein, zum Beispiel durch die Beteiligung an einer gemeinsamen Erarbeitung einer Mobilitätsstrategie statt einer Beteiligung an kleinen Sachfragen. Bauen Sie eine zentrale Steuerung und Kompetenzen auf. Die Förderung von partizipativen Innovationsprozessen sollte von der städtischen Verwaltung zentral gesteuert werden. Für diese zentrale Steuerung benötigt es Partizipationskompetenz, die jede Stadt für sich aufbauen sollte. Beteiligen Sie in die Breite und in die Tiefe. Wenn es um grundlegende Orientierung und strategische Ausrichtung geht, ist die Einbindung der Stadtgesellschaft in ihrer gesamten Breite durch entsprechende Formate sinnvoll. Die nötige inhaltliche Tiefe kann jedoch teilweise nur in kleinen Kreisen erreicht werden. Legen Sie Ihre Ziele fest und messen Sie Ihren Erfolg.
Es sollten zu Beginn Ziele festgelegt werden, um in der Kommunikation nach außen den potenziellen TeilnehmerInnen ein klares Bild des Vorhabens vermitteln zu können. Binden Sie die Stadtgesellschaft frühzeitig ein. Dies bedeutet zum Beispiel, durch frühe Kommunikation auch die Bedeutung der geplanten Maßnahme und die Möglichkeiten zur Beteiligung aufmerksam zu machen. Zeigen Sie Kommunikationsstärke, klar, zielgruppenspezifisch und sichtbar. Es sollte klar kommuniziert werden, wo die Grenzen der Beteiligung liegen und wie mit den Ergebnissen umgegangen wird. Vernetzen Sie sich mit dem Ökosystem und binden Sie es proaktiv ein. Eine proaktive Einbindung vorhandener Ökosysteme in den Prozess verschafft einen Überblick über Wissensstände in der Stadt. Zeigen Sie den Nutzen auf und motivieren Sie Menschen zur Teilnahme. Schaffen Sie durch Gewinnspiele oder Ähnliches zusätzliche Anreize. Wählen Sie ansprechende und zielführende Formate. Eine gelungene, zielgruppengerechte Auswahl an Formaten und Methoden ist für das Gelingen essentiell. Richten Sie die Beteiligung stadtspezifisch aus. Bedenken Sie die Eigenschaften und Besonderheiten Ihrer Stadt, bevor Beteiligungsprozesse initiiert werden. Und noch eine letzte Empfehlung. Schaffen Sie den passenden Rahmen für Ihr Beteiligungsformat. Wichtig bei Präsenzveranstaltungen ist es, eine für den Anlass angemessene Verpflegung bereitzustellen, Barrierefreiheit zu garantieren und für eine gute funktionierende Technik zu sorgen. Digitale Formate sollten nutzerfreundlich und auf den Innovationsprozess zugeschnitten gestaltet sein. Hiermit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Partizipation dabei waren. Schauen Sie sich auch gerne die anderen Module unserer Fortbildung Open Innovation City Managerin an.